Lena, Notfall. Ist jemand verletzt? Schlimmer. Mein Chef hat mich gerade vor dem ganzen Team gefragt, wer heute Abend gewinnt. Und ich habe nur, Fußball gesagt. Okay, das ist kein Notfall. Das ist Montag in Deutschland gerade. Alle reden nur noch über die Weltmeisterschaft. Selbst die Praktikantin hat heute ein Trikot an. Willkommen im deutschen Fußballsommer. Ich will einfach nur einmal mitreden können, ohne M zu sagen. Weißt du was? Ich war letztes Jahr genauso verloren bei etwas anderem. Steuererklärung. Da habe ich auch nur genickt. Du? Wirklich? Jeder hat sein Thema. Deins ist heute Fußball. Fangen wir da an, wo dein Chef dich erwischt hat. Mittendrin im Spiel. Genau da liegt das Problem. Gestern im Büro hat jemand laut Abseits geschrien, mitten in eine ruhige Kaffeepause hinein. Und alle haben genickt, außer mir. Du hast wahrscheinlich auch genickt, oder? Natürlich, sehr überzeugend genickt. Also, damit du beim nächsten Mal wirklich weißt, worüber du nickst. Abseits bedeutet, ein Spieler steht zu weit vorne, ohne genug Gegenspieler vor sich. Wenn der Ball dann zu ihm kommt, zählt das Tor nicht. Das erklärt, warum die halbe Kaffeeküche geseufzt hat. Genau. Und wenn der Ball seitlich rausgeht, gibt's eine Ecke. Ein Eckstoß, der Ball kommt von der Spielfeldecke zurück ins Spiel. Das kann ich mir merken. Ecke wie Zimmerecke, nur mit mehr Publikum. Nicht ganz die Assoziation, die ich erwartet hätte, aber okay. Und dann gibt's noch dieses Wort, das mein Kollege immer schreit, wenn jemand hinfällt. Foul! Ein Foul ist eine unerlaubte Aktion gegen einen Gegenspieler. Umrennen, treten, festhalten. Im Strafraum, also direkt vor dem Tor, wird ein Foul besonders teuer. Teuer? Dann gibt's nämlich einen Elfmeter. Ein Schuss aus 11 Metern, nur der Torwart steht im Weg. Für den Schützen ist das die goldene Gelegenheit. Und wenn er trifft? Dann hat er ihn verwandelt. Klingt dramatisch, heißt einfach getroffen. Alles bei euch klingt dramatischer, als es ist. Warte, bis wir zu den Karten kommen. Karten? Gelbe Karte ist eine Warnung. 2 gelbe Karten in einem Spiel werden zu einer roten. Und rote Karte heißt, du musst runter vom Platz. Deine Mannschaft spielt zu 10 weiter. Also ist Fußball auch ein bisschen wie die Schule. Erst eine Verwarnung, dann rausgeschickt. So ungefähr, ja. Und dieses VAR, das mein Kollege ständig ruft, sehr laut, sehr aufgeregt. Video Assistant Referee. Eine Videoüberprüfung wichtiger Szenen. Meistens bei einem möglichen Elfmeter oder Abseits. Alle werden für ein paar Sekunden still und starren auf einen Bildschirm. Das ist also, was passiert ist. Ich dachte, das Internet ist ausgefallen. Nein, nur die ganze Kaffeeküche wartet auf ein Urteil. Und dann, ganz am Ende, wenn eigentlich schon 90 Minuten um sind und trotzdem noch gespielt wird? Nachspielzeit. Zusätzliche Minuten wegen Verletzungen oder Unterbrechungen. Genau da fallen übrigens auffällig viele Tore. Das erklärt, warum letzte Woche plötzlich alle im Büro gleichzeitig aufgesprungen sind. Ich muss zugeben, ich habe letzte Woche selbst ein Trikot gekauft. Wirklich? Aus Solidarität. Auch wenn Deutschland da schon längst ausgeschieden war. Das ist ehrlich gesagt sehr deutsch. Traurig und stolz gleichzeitig. Im selben T-Shirt. Und letzten Samstag war ich sogar bei einem Public Viewing auf dem Marktplatz. Riesige Leinwand, alle schauen zusammen. Kleine Warnung dazu. Im Englischen bedeutet Public Viewing etwas völlig anderes. Eine öffentliche Aufbahrung bei einer Beerdigung. Okay, das erkläre ich besser nicht falsch in England. Bitte nicht. Apropos ausgeschieden. Kannst du mir kurz erklären, was diesen Sommer eigentlich passiert ist? Ich habe nur Bruchstücke mitbekommen. Gerne. Also die WM, die Weltmeisterschaft, ist das größte Fußballturnier der Welt. Alle 4 Jahre. Dieses Jahr sind zum ersten Mal 3 Länder gleichzeitig Gastgeber. Die USA, Mexiko und Kanada. 3 Länder für ein Turnier? Ja, und zum ersten Mal mit 48 Mannschaften statt 32. Deutschland hat stark angefangen. 7:1 gegen Curaçao. 7:1?
Das grenzt an Mobbing. Ein bisschen, ja. Dann 2:1 gegen die Elfenbeinküste. Die Gruppenphase, also die erste Runde, war damit so gut wie sicher. Klingt nach einem guten Sommer. Bis zum letzten Gruppenspiel. Eine Niederlage gegen Ecuador. 1:2. Trotzdem noch als Gruppensieger weitergekommen. Und dann? Und dann kam Paraguay. Nach 90 Minuten 1:1. Nach Verlängerung immer noch 1:1. Elfmeterschießen? Elfmeterschießen. Jede Mannschaft schießt nacheinander, bis eine gewinnt. Deutschland hat's verloren. Autsch. Ein ziemlich stiller Tag im Büro, habe ich gehört. Was sagt man da eigentlich, wenn man mitfühlen will, aber selbst kein großer Fan ist? Ein Satz reicht oft. Schade, das war knapp. Nur das? Nur das. Und wenn dich jemand fragt, wer jetzt dein Favorit ist, wo Deutschland raus ist, Sag ich einfach einen anderen Namen und tu so, als wär's schon immer mein Plan gewesen? genau so machen es die meisten Fans. Okay, und jetzt zu dem Moment, wegen dem ich eigentlich zu dir gekommen bin. Die Wettrunde im Büro. Das ist ein eigenes Thema. Lass uns das vorsichtig angehen. Wir reden hier über Vokabular, nicht über eine Empfehlung zu wetten. Verstanden. Also, ein Kollege hat gesagt, ich gebe einen Tipp ab. 2:1 für Marokko. Das war einfach eine Vorhersage, oder? Genau, ein Tipp. Und wenn das im Büro nur zum Spaß ist, ohne echtes Geld, nennt man das ein Tippspiel. Manchmal verliert man nur eine Kleinigkeit, zum Beispiel Kuchen mitbringen. Aber dann hat ein anderer Kollege sein Handy gezeigt. Eine App mit echten Zahlen, echtem Geld. Das ist dann eine Sportwette. Echtes Geld auf ein Sportereignis, aber nur über Anbieter erlaubt, die eine Lizenz von der GGL haben. Also nicht jede Wettseite im Internet ist legal? Nein, und das ist gerade jetzt besonders wichtig. Die GGL, die deutsche Aufsichtsbehörde, hat extra wegen der Weltmeisterschaft gewarnt. Bei großen Turnieren steigt das Interesse an Wetten stark und damit auch das Risiko, bei illegalen Anbietern zu landen. Also nicht nur eine trockene Regel, sondern eine echte Warnung, genau jetzt. Genau jetzt. Und man muss volljährig sein, mindestens 18 mit Ausweisverifizierung. Er hat auch Quote 1,8 gesagt, sehr stolz. Die Quote zeigt, wie wahrscheinlich ein Ergebnis ist und wie viel man im Verhältnis gewinnen könnte. Wichtig, eine Quote ist keine Garantie, nur eine Wahrscheinlichkeit. Und der Anbieter, der diese Quoten festlegt? Der Buchmacher. Und wenn man verliert? Dann ist der Einsatz weg, das Geld, das man riskiert hat. Und wenn man gewinnt, ist das der Gewinn. Der gleiche Kollege hat dann noch von einer Kombi-Wette erzählt, 5 Spiele gleichzeitig. Riskanter. Bei einer Kombi-Wette müssen alle Tipps stimmen, sonst ist alles verloren, nicht nur ein Teil. Und während des Spiels hat er nochmal live gewettet. Live-Wette. Die Quoten ändern sich dabei ständig, während das Spiel läuft. Schnell und ehrlich gesagt auch ein bisschen stressig. Er meinte, er macht das mittlerweile jede Woche mit immer höherem Einsatz. Das ist ehrlich gesagt ein Warnsignal. Wetten sollte klein und gelegentlich bleiben, kein Muster mit steigendem Einsatz. Gibt's dafür Hilfe? Ja, die BZGA bietet eine kostenlose, anonyme Beratung zur Glücksspielsucht an, telefonisch und online. Also, kurz gesagt, ich kann jetzt mitreden, wenn es um Abseits, Ecken und Elfmeter geht. Und du weißt, warum halb Deutschland diesen Sommer traurig war. Und ich weiß den Unterschied zwischen einem Bürotippspiel und einer echten Sportwette. Genau. Aber weißt du, was ich eigentlich am schönsten finde an dem Tag im Büro, als Deutschland verloren hat? Was denn? Du warst dabei. Wirklich dabei. Nicht als der Neue, der nickt, sondern als jemand, der genauso enttäuscht war wie alle anderen. Stimmt. Zum ersten Mal habe ich nicht übersetzt, was die anderen fühlen. Ich habe es einfach mitgefühlt. Das ist manchmal der schnellste Weg, irgendwo dazuzugehören. Nicht die Sprache zuerst, das Gefühl zuerst. Und trotzdem bleibt's am Ende nur ein Spiel. Nur ein Spiel.
aber eins, das dich für 90 Minuten zu einem von hier gemacht hat. So fühlt sich ein Fußballgespräch im Büro an. Auf Deutsch. Wenn euch die Folge gefällt, abonniert den Kanal. Und schreibt uns, gab es für euch auch so einen Moment, ein Spiel, ein Fest, irgendwas, wo ihr euch zum ersten Mal richtig dazugehörig gefühlt habt?